Leute, ich möchte euch noch auf etwas darauf hinweisen, was diese Maschine betrifft oder eigentlich grundsätzlich die DeLonghi. Dieses Ventil da, die Ventilfeder, das Krämerventil, ist auch noch zuständig für den Wasserdruck. Und ich möchte euch nur mal zeigen, wie ihr feststellen könnt, ob eure Feder, weil das eine Feder eigentlich ist und die mit der Zeit nachlässt und immer weniger wird, ob eure Feder vielleicht eben wieder zum etwas eben länger zum Ziehen ist, weil sie sich zusammengedrückt hat. Jetzt fangen wir mal an und achtet bitte auf den Vorbrühvorgang. Also normale Stärke, sehr großer Kaffee. Haben wir genug da. Geht's jetzt. Achtet jetzt auf den Vorbrühvorgang. Das heißt, wenn die Maschine den Wasserdruck aufbaut, jetzt wenn Sie das vorpumpen, seht ihr, und darin schon, eigentlich das ist nur das Vorpumpen und wir haben da schon fast einen halben Zentimeter Kaffee drin. Okay. So. So. Kriegen wir die so raus? Nein, so kriegen wir die nicht raus. Moment, ich drehe mal die Maschine ab. So. Zum Ausbauen von diesem Krämerventil gibt es einen einfachen Trick. Normalerweise ist das da ganz fest drinnen. Wenn es lang steht, ist das ganz fest drin. Da müsst ihr nur einmal mit einer Gabel das ein paar Mal verdrehen. Dann mit derselben Schraube, womit da dieses Zip angeschraubt ist, da hinein eine halbe Umdrehung machen und dann könnt ihr schon herumziehen. Und dann geht das raus. So finde ich, geht das um 1 cm. Kann man sagen. Genau, 1,9 jetzt. So. So. Gut, das Ganze passiert dann so, der Brühvorgang kommt dann da hinein, der Kaffee wird da durchgedrückt, die Feder fällt dann zurück und der Kaffee läuft aus diesem Ausgang hier da hinunter. So. So, und jetzt achtet bitte auf den Vorbrühvorgang, auf das. Okay, ein paar Tropfen nur, anstatt viel mehr, was es heute auch war. Und das ist einer der Anzeichen eben, dass die Feder etwas lang gezogen gehört. Wenn die einfach alleine schon bei diesem Vordruckaufbau, wenn die schon anfängt da zum Rinnen, dann ist das eigentlich fast gar kein Druck hier. Und
So könnt ihr das ja besser erkennen. So, jetzt warten wir, bis sich das Ganze beruhigt hat. So, jetzt hat sich der Kaffee etwas beruhigt. Man kann es schon sehen, dass der rechte etwas dunkler ist als der linke. Und die Crema bei denen verschwindet ziemlich schnell. Also beim linken. Und da beim rechten haben wir doch eine etwas stärkere Creme drauf. Und ich meine, der ist jetzt sagen wir mal 4 Minuten alt. Aber nach 4 Minuten, dass die Creme schon so verschwindet, ist auch nicht ganz normal. Somit, ja, würde ich einmal sagen, ich hoffe, das bringt euch weiter. Wenn der Kaffee etwas geschmackloser wird und wässriger, dann liegt das meistens da an dieser Feder. Sobald der Druckaufbau beginnt, das erste Vorpumpen, wenn da schon zu viel Kaffee runtertropft, dann ist eigentlich fast kein Widerstand von der Feder her und überhaupt kein Wasserdruck wird aufgebaut. Und der Wasserdruck ist eben auch wichtig, damit eben noch mehr Geschmacksstoffen vom Kaffee aus hinausgespült werden. Und ja, ich hoffe, das hilft euch weiter. Gut, Baba. So, jetzt habe ich ungefähr 12 Minuten gewartet. Der linke Schaum hat sich komplett aufgelöst, dieser ist immer noch hier. Also einen gewissen Unterschied hat das Ganze schon.